Hallo zusammen, hier spricht Rain. Heute mal ein bisschen was anderes. Ich habe mich ein wenig mit den Holokommunikatoren aus Star Wars beschäftigt. Und zwar speziell die Handheld-Geräte. Wir sehen zwar für gewöhnlich nicht allzu viel von ihnen, aber ich bin der Meinung, dass sie eigentlich eine viel größere Bedeutung haben, als ihnen zugemessen wird. Diese kleinen handlichen Kommunikatoren kommen in allen möglichen Formen vor. Es gibt sie als kleine, scheibenartige Geräte, eingebaut in Handschuhe von Rüstungen. Auch einige Droiden, Astromechs zum Beispiel, haben eingebaute Holokommunikatoren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sie auch in einer Form gibt, die man wie eine Armbanduhr tragen könnte. Warum sind Holokommunikatoren also so besonders? Überlegt mal. Es ist ein kleines, handliches Gerät, das üblicherweise zur Kommunikation dient und das faktisch jeder ständig bei sich hat. Kommt euch diese Beschreibung bekannt vor? Genau solche Geräte gibt es bei uns schon seit vielen Jahren. Wir nennen sie Handys oder seit einigen Jahren eben Smartphones. Ich bin der Meinung, dass Holokommunikatoren eigentlich die Star-Wars-Variante von Smartphones sind. Und ebenso wie Smartphones längst nicht mehr nur zum Telefonieren verwendet werden, werden Holokommunikatoren auch nicht nur zum Kommunizieren verwendet. Dass Holokommunikatoren mehr können als nur kommunizieren, sehen wir in dieser Szene aus Episode 1, in der Qui-Gon Jinn seinen Holokommunikator verwendet, um das Abbild eines Schiffs zu zeigen. Und ja, ich weiß, laut Wikipedia ist dieses spezielle Teil wirklich nur ein reiner Bildgeber und es muss mit anderen Geräten verbunden werden, um tatsächlich als Kommunikator dienen zu können. In der Clone Wars Serie werden diese Dinger aber als echte Kommunikatoren dargestellt und ich sehe auch keinen Grund, warum sie das nicht können sollten. Es läuft ja auch keiner draußen mit einem Bluetooth-Lautsprecher rum und telefoniert damit, während er das Handy in der Tasche hat, wo das Handy doch auch Lautsprecher und Mikrofon hat. Witzigerweise sieht es hier so aus, als wüsste der Holokommunikator ganz genau, was Qui-Gon zeigen möchte, ohne dass er dafür irgendwelche Eingaben tätigen muss. Tatsächlich scheinen diese Holokommunikatoren weder Tasten noch sonstige Technologien für Benutzereingaben verbaut zu haben. Die Lösung hierfür ist absolut simpel. In Filmen werden solche Eingaben einfach nicht gezeigt. Warum auch? Sie sind völlig unnötig und nehmen nur Zeit weg. Es fragt sich ja auch niemand, warum Filmfiguren niemals auf die Toilette gehen. Sie werden es schon tun, aber warum sollte man das zeigen? Ich habe dieses Modell eines Holokommunikators erstellt und mich dabei an die Optik aus Star Wars The Old Republic gehalten. Man sieht hier übrigens wunderschön den Technologiesprung zwischen der alten Republik und dem Imperiumszeitalter. Die Kommunikatoren aus der alten Republik waren vergleichsweise klobig und so groß wie eine Hand, während die aus der neuen Republik kaum größer als eine Münze sind. Bei Handys war es nicht viel anders. Die ersten Handys waren alles andere als handy. Moderne Smartphones sind zwar wieder deutlich größer, als es die kleinsten Handys waren, aber das liegt einfach daran, dass die Leute sich wieder größere Bildschirme wünschen. Da Holokommunikatoren keinen Bildschirm haben, sondern lediglich ein Hologramm projizieren, ist die Größe des Gerätes an sich nicht maßgeblich. Man kann es so klein bauen, wie die Technologie es hergibt. Ich finde die Kommunikatoren aus der alten Republik nur einfach optisch interessanter. Und wie gebe ich nun irgendetwas ein? Ganz einfach. Über ein holographisches Interface. Die Kommunikatoren können nicht nur Personen darstellen, mit denen man sprechen kann, sie haben ein voll funktionsfähiges, interaktives Interface, ähnlich wie das Betriebssystem eines Smartphones. Sensoren erkennen genau, wo sich die Finger des Benutzers befinden und können so genau bestimmen, wann er Elemente des holographischen Interfaces berührt. Also letztendlich eine Art 3D-Touchscreen. Das ist keine Science Fiction. Es gibt schon heute Technologien, die Hände tracken und Gestiken erkennen können. Solche Technologien finden Anwendung in Virtual und Augmented Reality. Mit der RealSense-Technologie von Intel ist das beispielsweise machbar. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Star Wars-Technologie der unseren Hunderte, wenn nicht Tausende Jahre voraus ist, wäre es absolut unsinnig zu denken, dass Holokommunikatoren wirklich nur diesen einen Zweck haben. Oder auch unsere heutigen, aus Star Wars-Sicht primitiven Smartphones jetzt schon genauso leistungsfähig und vielfältig sind wie Computer. Genau wie für Smartphones gibt es für Holokommunikatoren mit Sicherheit Millionen von verschiedenen Apps. Ein Holokommunikator ist eine Spielekonsole, ein Organizer, dient zum Senden und Empfang von E-Mails oder was auch immer das Star Wars-Äquivalent dazu ist, kann simultan übersetzen, wenn gerade kein Protokolldruide in der Nähe ist eine Wissensdatenbank, ein mobiler Zugriff auf das Holonet, ein GPS- und Navigationssystem, ein Steuergerät für die persönliche Home-Security-Anlage. Man kann damit Holobilder und Videos aufnehmen und wiedergeben, lustige Geräusche machen und. Ach ja, und telefonieren geht natürlich auch. Abgesehen davon denke ich, dass diese Geräte auch Lagesensoren haben, ähnlich wie unsere Smartphones heute. Wenn also ein Anruf kommt, holt man es einfach aus der Tasche und hält es waagrecht. Das Gerät erkennt das und nimmt den Anruf automatisch an. Ihr seht also, der Holokommunikator könnte eine vollkommen unterschätzte und unterbewertete Technologie sein. Selbst der Wikipedia-Eintrag besteht nur aus 2 Zeilen. Denkt also daran, wenn ihr das nächste Mal einem Wookie gegenübersteht und nicht wisst, ob ein Kompliment für eure Frisur oder eine Beleidigung eurer Mutter darstellt, ihr aber leider keinen Protokolldruiden zur Hand habt. Und ihr habt da ein fantastisches kleines Gerät in der Tasche. Der Wookie-Übersetzer hat 4,8 Sterne im Holostore. Der Benutzer Chewie238 bescheinigt ihm in seiner Review eine Genauigkeit von 98%. Als George Lucas sich damals die Holokommunikatoren ausgedacht hat, gab es natürlich noch keine Smartphones oder vergleichbare All-in-One-Geräte.
Für ihn waren Holokommunikatoren wahrscheinlich wirklich nur genau dafür da, zu kommunizieren. Aber ich sehe keinen Grund dafür, warum man diese Geräte nicht nach den Maßstäben moderner Zeiten anpassen sollte. Man kann da jetzt meiner Meinung sein oder nicht. Hey, es ist nur eine Idee, die ich hatte. Und da seit Disney ja nichts mehr von dem ursprünglichen Content Canon ist, vielleicht sind Holokommunikatoren auch nicht mehr Canon. Stattdessen haben sie dann Mickey Mouse Walkie-Talkies, komplett mit Ohren und so. Das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Rain.